Unser Cheftrainer ist bei uns, Xabi Alonso. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sprichst für die Fans. Seit circa 6 Monaten bist du jetzt Trainer der Werkself. Ja, eine Menge passiert in dieser Zeit. Wie schaust du rückblickend jetzt auf diese Zeit? Ja, natürlich. Es war eine intensive Zeit hier. Aber gerade wir sind zufrieden in der Situation, wir sind jetzt. In der Bundesliga haben wir verbessert unseren Platz, auch unser Spiel, glaube ich, dass in den letzten Monaten, in den letzten 6 Wochen, wir haben gesehen, dass wir das Spiel besser kontrollieren. Das ist sehr gut für diesen Moment, auch für die Zukunft. Und auch in Europa, wir können weitermachen. Jetzt wir sind im Viertelfinale, noch viel Arbeit zu tun, viele Spiele zu gewinnen, aber wir haben eine gute Chance. Und wir werden gut uns vorbereiten für diese Chance, dass wir haben. Wenn wir schon über die Entwicklung sprechen, es hat sich viel verbessert, die Grundstimmung, die Spielweise, Offensive, Defensive, das ganze Selbstvertrauen der Spieler. Worüber hast du dich am meisten gefreut bei dieser Entwicklung der Werkself? Ja, natürlich, es gibt viele Dinge, viele Gründe für diese Entwicklung. Aber für mich das Wichtigste ist die Energie, die Stimmung in der Mannschaft. Gerade ich habe ein gutes Gefühl und das ist der Wichtigste. Danach gut zu spielen oder kompetitiv zu sein und die Spieler, sie fühlen das und sie haben bessere Ideen und was wir wollen tun und das können wir in jedem Spiel sehen. Wenn du die Zeit aber jetzt so mit deiner Zeit als Spieler vergleichst, was würdest du sagen, was ist nervenaufreibender, Spieler sein oder Trainer sein? Was kostet mehr Energie? Natürlich, es ist viel einfacher, Spieler zu sein. Ja, ich hatte diese einfache Leben, waren 18 Jahre und jetzt wie Trainer, ich bin junger Trainer, aber ich habe diese Hunger, diese Desire zu verbessern, meine Spieler zu helfen und die Mannschaft besser zu spielen. Und wir haben ein schönes Projekt und wir müssen die richtige Schritt nach vorne nehmen. Wie viele Nachtschichten machst du? Wie viele? Wie viele Nachtschichten? Also wie oft arbeitest du nachts oder bist Oh, ja, so viele. Und wie oft versetzt du dich jetzt in deine Zeit als Spieler zurück? Also wie oft denkst du darüber nach, was du von deinem Trainer damals hättest hören wollen? Ja, viele Mal, weil ich habe noch fresh meine Gefühle, wie ich spiele und viele Mal, ich denke, was brauchen die Spieler in diesem Moment, wie können wir verbessern, meine Erfahrung, wie ich spiele und auch meine Erfahrung wie Trainer. Es ist für mich richtig gut, diesen Mix zu haben und am Ende, ich will den Spielern helfen, dass sie fühlen, dass sie verbessern und dass sie haben eine klare Idee, was zu tun, wenn wir auf dem Platz sein. Als du hierher gekommen bist, ich meine, für dich war das auch ein komplett neues Team. Simon Rolfes als direkter Ansprechpartner, die Fans, die dich mit großer Begeisterung dann empfangen haben, sich auf dich gefreut haben. Für viele Spieler warst du wahrscheinlich auch ein Vorbild als Spieler. Wie empfindest du hier diese Grundstimmung? Ja, natürlich nach fast 6 Monaten hier, meine Situation hier ist anders. Ich fühle mich sehr comfortable in der Verein, mit den Fans, mit dem Club, mit den Spielern. So, ja, ich finde es stabil. Ich kontrolliere nicht alle, aber viel besser als von Anfang an. So, ich bin zufrieden, aber es gibt noch viel Arbeit und wir haben noch diese 2 Monate, die unser Bestes zu tun und wir haben schon ein Ziel zu erreichen und das ist unsere Vorfreude für diese 2 Monate. Genau, jetzt geht es in diese 2 Monate in den Saisonendspurt rein. Viertelfinale in der Europa League und auch in der Bundesliga kann man noch die internationalen Plätze angreifen. Wie gehst du es denn dann genau an? Es ist viel besser, in dieser Situation zu sein. Ich habe gesagt, wir haben 2 Wochen sehr intens mit 5 Spielen in Folge.
wir haben es sehr gut gemacht und wir haben noch diese Chance so zu tun. So, wir müssen arbeiten, wir müssen uns vorbereiten, gut zu tun, weil wir haben in der Bundesliga eine gute Chance, Europa zu erreichen und auch in Europa League vielleicht ein Halbfinale zu spielen und danach wir werden sehen. Am Samstag geht es jetzt erstmal gegen Schalke, dein Auftaktspiel damals in der Hinrunde. Wir sehen dich oft an der Seitenlinie immer mal noch mal einen Ball annehmen und so weiter. Wie oft kribbelt es in dir doch noch an den Ball zu wollen? Was heißt? Also, wie oft kommt es in deiner Fußballerseele, dass du noch mal an den Ball willst, selber spielen willst? Ja, viele Mal, aber es ist ein anderes Thema, ja, natürlich. Jetzt, ich muss mein Spiel von der Linie spielen, zu sehen, zu sprechen, zu verbinden mit den Spielern. Das ist meine Arbeit und ich mache intens zu sein und ich will diese Verbindung mit den Spielern. So, sie fühlen besser und sie haben mehr klar, was zu tun. Danke, Xabi, und viel Erfolg für den Saisonendspurt.